Oh, da wärst du zum Terminator. Oder zu Rocco Zerfridi oder wie der da heißt. Oh. Ja, 10 perfekte Silvesterdüfte, die möchte ich euch heute mal vorstellen. Ja, 10 geile, die passen einfach perfekt. Jetzt Silvester steht vor der Tür. Dazu könnt ihr, oder an den Tag könnt ihr diese Düfte benutzen. So, wir gehen rein. Ich hoffe, ihr hattet ein sehr schönes Weihnachten und ja, einen schönen ersten Feiertag oder meinetwegen auch jetzt den zweiten. Der ist ja nun auch schon fast zu Ende und ihr habt nicht so viel gegessen. Und wenn, habt ihr auf jeden Fall geiles Zeug gegessen, hoffe ich. So, wie gesagt, wir gehen rein und der erste ist Angel Share Paradis. Ja, warum den Paradis und nicht den normalen Angel Share? Weil ich hier die Himbeerlikörnote sehr nice finde und das kommt Silvester auch ganz cool. Ist ja die Frage, wo seid ihr Silvester? Seid ihr zu Hause oder beziehungsweise feiert ihr zu Hause? Feiert ihr irgendwo im Restaurant? Feiert ihr irgendwo im Club? Feiert ihr whatever wo? Und dazu würde auf jeden Fall der Paradis sehr, sehr gut funktionieren. In einer großen Menschenmenge oder auch im Restaurant deiner Wahl und hier funktioniert das schön. Hier haben wir dieses Original Angel Share, aber nicht zu weihnachtlich, nicht so zimtig, schon da präsent, aber mit der schönen erfrischende Himbeer-Likörnote. Yes. Schönes Teil und natürlich ein bisschen holzig. Das ist der Angel Share Paradis. So, der nächste ist ein 1 Million und zwar 1 Million das Elixier. Das muss ich ein bisschen so halten, weil sonst blendet das. Elixier. Ja, im Endeffekt ein sehr fruchtig, süßer Vanilleduft, der noch ein bisschen präsenter ist. Das Original ist leider nicht mehr so präsent, wie es mal war, beziehungsweise fast gar nicht mehr. Und hier haben wir extrem süße Vanille, Fruchtigkeit noch dann hinzugefügt. Ja, im Endeffekt ein richtiger Club-Banger-Duft, wie immer die von Paco Rabanne, beziehungsweise nur noch Rabanne. Und im Endeffekt hätte ich jetzt, ja, ihr könnt natürlich auch das normale N1 Million noch nehmen, schön mit der Mandarine, läuft hier ja auch grundsätzlich immer über die Mandarine und dann wird immer so ein bisschen was hinzugefügt. Es gibt so viele Flanker von 1 Million, im Endeffekt könnt ihr auch alle benutzen, das ist ganz logisch und dann, ja, das Elixier habe ich jetzt rausgesucht, weil es präsent ist, weil es stark ist, weil es süß ist, weil es fruchtig ist und dementsprechend passt das ganz gut. So, der nächste Kinetic Parfüms mit Sillage. Ja, hier haben wir einen sehr eleganten Duft. Wie gesagt, ihr seid ja auch vielleicht in einem Restaurant und eine schöne Weihrauch-Leder-Himbeernote. Im Endeffekt der perfekte Tuscan Leather oder der nochmal perfekte wie die in London. Die beiden, die ich eben erwähnt hatte, sind aber schon Meisterwerke in ihrem Fach. Das ist aber ein Meisterwerk plus, meiner Meinung nach. Das ist immer Geschmackssache. Aber hier ist alles perfekt zusammengefügt und das habe ich nun schon 1000-mal gesagt. Wenn ihr diese Himbeer-Ledernote mögt, dieses Tuscan Leather war ja der erste, der so in dieses Ding kam, dann holt euch aber hier, das ist einfach Tuscan Leather, um das nochmal zu sagen. Tuscan Leather ist richtig Leder. Richtig dunkles, starkes Leder. Und im Hintergrund haben wir dann so richtig schöne Himbeere. Komm, geil, das ist der OG. Dann haben wir wie in London, da haben wir auch sehr starkes Leder, aber ein bisschen süßliches Leder mit auch einer starken, präsenten Himbeernote. Hier haben wir cremiges, perfektes Leder, eine schöne abgerundete Himbeernote, präsent, stark, finde ich fast mit am stärksten, ehrlich gesagt. Und ja, sagen wir mal, von den dreien habe ich am meisten Komplimente von für diesen Duft bekommen. Also Sillage ist damit die Nummer 1. So, der nächste ist ein sehr starker Duft, präsent, ohne Ende, Ombre Nomade von Louis Vuitton. Ja, da haben wir auch sowas, nur natürlich nicht mit Himbeer, aber wir haben hier das, was ich so immer schön wahrnehme, ist auch immer wichtig, was ihr wahrnehmt, ist eine schöne Leder-Oud-Note, bisschen Weihrauch, bisschen schokoladig, ist aber gar keine Schokolade drin und ist auch nichts Süßes. Ich wollte nur sagen, man hat, wenn man dran riecht, könnte man schwarze, dunkle Schokolade vermuten, ist nicht drin. Ein Meisterwerk überhaupt von Louis Vuitton. Wenn nicht das Aushängeschild mit Imagination ist hier Ombre Nomade einfach bombastisch mit riesen Hyperkite und Sillage, ein Monster. Ich habe auch keinen Bock jetzt nochmal über diese Hyperkite und Sillage zu labern, zu sülzen und zu talken, weil holt euch das Original und dann müsst ihr auch nicht jammern. Ganz ehrlich, Leute, die jammern über die Hyperkite oder Sillage, auch wenn das hier eine ältere Version ist, auch kenne ich die neue Version, ist bombastisch stark. Also hört auf, das irgendwelche, keine Ahnung, was zu kaufen. Holt euch das Original. Das Original gibt es schon so nur bei Louis Vuitton. So, als nächstes
Deo Intense. Ja, wenn ihr Bock habt als Mann auf Lipstick-Style, also Lippenstift, pudrig, schöne Iris, wirklich Lippenstift, roter Lippenstift. Jetzt ist die Frage für Leute, die das erste Mal zuschauen oder vielleicht das erste Mal hier auf meinem Kanal sind oder überhaupt diesen Duft noch nichts von gehört haben. Die sagen, okay, aber warum soll ich als Mann, auch wenn das heutzutage, na, da wollen wir nicht drauf eingehen, warum ein Lippenstiftduft? Es ist wirklich ein Meisterwerk, weil das ist ein Männerduft. Der fällt auch nicht unter Unisex, das ist ein Männerduft. Und das ist so geisteskrank gut. Auch wenn viele dieses Wort geisteskrank jetzt nicht, man kann sich auch ein bisschen anstellen. Ich meine jetzt nicht, ne, das gab es auch schon mal so eine Diskussion, jetzt habe ich das wieder gesagt, geisteskrank. Ich meine natürlich keine Menschen, die, ihr wisst schon, was ich gerade eben ausgesprochen habe. Es ist einfach ein Ausdruck. Bitch ist auch nicht unbedingt immer ein böser Ausdruck für eine Frau, aber das verstehen egal, lassen wir es so stehen. Auf jeden Fall, bevor ich abschweife, komplett hohl ist, aber ich habe immer, wenn ich sowas erzähle und wenn dann auf einmal so ein Wort bei mir rauskommt, fährt mein Kopf Revue und ich weiß alles, was ich lese und was ich gelesen habe in meiner Vergangenheit, auch wenn es schon lange her ist. Deswegen fiel mir das gerade ein. Und der ist auf jeden Fall so extrem geil krank, dass es ist ein Männerduft, der nach Iris, Pudrigkeit, einfach, ja, Iris-Duft von Allerfeinsten. Und Iris hat so ein bisschen, wenn es zu pudrig ist, es kann schon wirklich nach Lippenstift riechen. Also Lipstick ist ein Meisterwerk, sehr, sehr nice. Lassen wir so stehen. Der nächste ist der Yves Saint Laurent. Einer meiner Lieblingsstifte. Ich meine den Namen und natürlich aber eigentlich auch Düfte. Es ist Baby Cat. Ich spreche das so aus, weil ich weiß nicht, warum der so heißt. Lassen wir es so stehen. Kann man ja so stehen lassen, muss man aber nicht so stehen lassen, aber sollte man so stehen lassen und muss man ja im Endeffekt auch eingangs erwähnt so stehen lassen. Baby Cat. Dunkel, rauchige Vanille. Wir wollen das jetzt hier nicht so lustig machen. Es ist wirklich und nicht uns darüber lustig machen. Es ist wirklich ein stabiler Duft. Richtig gut. Von Yves Saint Laurent. Und, ich kann nicht das merken, es ist hart, Alter. Aber es ist ein geiler Duft. Also wer dunkle, tiefe Vanille mag, der ist, und vor allen Dingen rauchige Vanille, der ist hier sehr, sehr, kommt fast Kastanie, na, Kastanie nicht ganz, also ein bisschen eigentlich Vanille-Karamell-Style, das, was ich so rieche, schön süß, vanillig, ist schon nice und ja, stabiles Teil Baby Cat von, ich wiederhole es jetzt, Yves Saint Laurent, ist richtig gut, richtig gutes Teil, auch wenn ich das alles ein bisschen lustig hier war, aber er ist hier drin und deswegen ein ganz stabiler Duft. So, jetzt kommen wir zu einem Duft, der ist sehr speziell. Ich wollte eigentlich am Anfang des Videos sagen, bleibt dran, weil der Duft ist, oder wir haben hier einen sehr speziellen Duft drin. Das wird nicht jedermanns Sache sein, das ist auch ein bisschen oldschool und älterer, und zwar Antheos von Chanel. Also wenn ihr einen richtigen Chanel-Duft haben wollt, einen richtigen männlichen Chanel-Duft, dann ist das euer Duft. Also wirklich grün, moosig, minimal animalisch. Der war früher mehr animalischer, aber wirklich Maskulinität von Allerfeinsten und seifig dazu. Es ist wirklich Chanels Nummer 1. Es gibt wirklich viel Chanel. Chanel ist geil, aber da wärst du so ein Terminator. Das ist richtig geil. Oder zu Rocco Siffredi oder wie der da heißt. Für Insider werden das jetzt weiß. Ne? Rocco, Alter. Da geht es ab. Geil. Yes. So, lassen wir so stehen. Antheos, das ist ein männlicher, maskuliner Duft, Mann. Ja, so, der nächste, Ness, 500 Euro, 50 ml, aber Safran von Allerfeinsten. Für mich einer der besten Safran-Düfte, wenn nicht sogar der beste Safran-Duft ever. Geil, richtig nice. Eine leichte Fruchtigkeit, extrem stark, CH-Haltbarkeit, extrem teuer auch, aber der Duft lohnt sich. Und er kommt tatsächlich gut an. Und ja, ein bisschen urig vielleicht, aber für mich nicht. Ich finde das eigentlich null. Auch nicht die Kopfnote, aber süßlich,
das hört sich so schlecht an für so einen teuren Duft. So ein bisschen Brausepulver, dieses, weißt du, und dieser Safran und dieses ist leicht pudrige, nicht cremige. Und alles, was diese anschmiegsame, elegante, das ist Nefs. Richtig top. So. Als nächstes ein günstiger Duft, Lattafa Art of Universe. Yes. Art of Universe ist ein, hier, ähnlicher Duft wie der da. Nur natürlich synthetischer, aber ein bisschen fruchtiger und stärker. Dadurch so ein bisschen die Club-Variante von diesem Duft da hinten. Aber ein starkes, gutes Teil. Für 40 €. Schön frisch, kann man auch jetzt Silvester gut tragen. Hält gut, ist geil, ist schon nice. Kann man machen. Inzwischen gehört Lattafa ja nur wirklich dazu. Und das ist schon top. Also muss ich sagen, gefällt mir. Das ist natürlich, wenn man diese Art, es ist einfach das Original und es ist ja besser, tiefer, spritziger, ist ganz logisch, ne? Aber wenn man diese bisschen synthetischere, auf die Fresse süßere Art haben will, aber mit der DNA schon, dann ist Art of Universe euer Duft. So, und zum Schluss kommt Habit Rouge, auch so ein bisschen oldschool, aber in neuer Version als Parfüm. So, hier haben wir eine schöne Vanille, dann dieses Habit Rouge DNA und mit einer leicht busigen, alkoholischen Whisky- oder Rumnote und pudrig dazu. Also richtig von allerfeinsten. Ja. Schönes Teil. Muss ich schon sagen, gestehen. Aber Guerlain. Hatte ich Guerlain gesagt überhaupt? Von Guerlain, ne? Von Guerlain, sagen wir Guerlain am Anfang, so wie ich es ausspreche. Ja, schönes Teil, Habit Rouge. Herrlich, man merkt hier sofort präsent, stark, pudrig, oldschool bisschen, aber hier nicht moosig, sondern vielleicht meinen, ey, auch Opa-Style, aber ich kann das mal nicht nachvollziehen. Aber man muss natürlich so Polo spielen, das ist das ist ein reicher Luxusduft. So passt auch nicht zu jedem, kann nicht unbedingt von sag ich mal, zu Jüngeren getragen werden, aber schon genial. Ja, schönes Teil. Ja, schreibt mal unter, welche findet ihr da gut? Welchen Düfte oder welchen Duft tragt ihr jetzt Silvester? Und was sagt ihr dazu? Und was sagt ihr vor allen Dingen zu diesen hier? Anteos von Chanel. Und dann bin ich raus. Grüße gehen raus an euch. Ich wollte gerade sagen, wenn wir uns noch nicht mehr sehen, dann guten Rutsch. Aber ich glaube, wir werden uns noch vor Silvester noch einmal sehen, glaube ich. Einmal oder zweimal. Mal gucken wir, was ich schaffe. Und sonst bin ich auf jeden Fall erstmal raus, Freunde.